Servus zurück oder Servus, falls du neu hier bist. Heute geht es mal darum, dass ich dir zeigen möchte, wie ich in nur 12 Tagen eine ganze Tabletop-Armee bemalt habe. Wir kennen es doch alle, man fängt ein neues Projekt an, verliert aber recht schnell wieder die Motivation, das Projekt überhaupt zu starten oder eben dann weiterzumachen und das Projekt abzuschließen. Kann alle möglichen Gründe haben und ich habe eben jetzt für mich, weil ich das Problem eben auch hatte in der Vergangenheit immer wieder, ein System gefunden, das für mich ganz gut funktioniert. Vorneweg mal das Problem selbst. Ich habe mir immer bei den Projekten die Wie-Frage gestellt. Also meine erste Frage war an mich selbst immer, wie kann ich das Ganze erreichen? Wie kann ich meine Armee, das Projekt, das ich machen möchte, umsetzen? Da sind natürlich dann immer wieder Fragen aufgekommen. Wie kann ich die Modelle schnell machen? Wie bemalen? Wie kann ich die Modelle so machen, dass sie auch direkt schnell auf dem Spielfeld gut aussehen, ohne dass sie vielleicht fertig zu sein? Wie kann ich die Base gestalten? All diese Fragen sind schon, diese Wie-Fragen sind schon im Vorfeld aufgekommen, bevor ich überhaupt gestartet habe. Und mit diesem neuen Konzept funktioniert das Ganze komplett anders und das ist auch das, was für mich eben in weiterer Folge dann schlussendlich auch funktioniert hat und natürlich im Verlauf dessen wirst du dann auch das Projekt selber sehen. Und das bringt mich gleich mal zum Schritt 1. Wie gesagt, habe ich mir früher immer die Frage gestellt als allererstes, wie soll ich das Ganze erreichen? Meine jetzige Frage in Schritt Nummer 1 ist aber das Ergebnis. Was will ich für ein Ergebnis erzielen? Was soll dabei rauskommen? Auf was möchte ich mich hier dann quasi committen, um hier ein Projekt fertigzustellen? Das ist meine erste Frage, die ich für mich als allererstes komplett kläre und mir dabei auch durchaus sehr viel Zeit dabei lasse. Das heißt, anstelle jetzt zu sagen, okay, wie kann ich meine Armee komplett bemalen, sage ich mir, okay, was ist mein Ergebnis, das ich möchte? Ich möchte zum Beispiel eine bemalte Armee haben für ein Event. Mein Ergebnis ist, ich benötige oder ich hätte gerne wirklich für das Turnier in 4 Monaten eine fertige Armee oder eine neue Armee. Zum Beispiel, du bist in einem Spielsystem schon länger dran, hast hier schon ein, zwei Armeen und möchtest eine dritte aufbauen. Anstelle dann zu sagen, wie soll ich das jetzt machen, kannst du dich fragen, was ist mein Outcome? Was ist mein Ergebnis, das ich da erreichen möchte? Das Ergebnis könnte sein, ich möchte in 2 Monaten eben eine dritte Armee für das Spielsystem haben, komplett zusammengebaut, bemalt und möchte dort auf dem Spieltag bei uns im Club aufscheinen und diese Armee allen präsentieren. Das könnte zum Beispiel dein Ziel sein, dein Ergebnis, dass du eben hier ganz als erstes für dich klären musst, was ist eben das Ergebnis, das ich haben möchte. Dabei ist es aber auch wichtig, nicht nur zu sagen, welches Ergebnis möchte ich für das Projekt haben oder in Bezug auf das Projekt haben, sondern auch, welches Ergebnis möchte ich vielleicht nicht haben oder was bin ich dazu bereit auszulassen. Zum Beispiel andere Spielsysteme, dass ich sage, okay, ich habe auch noch andere Tabletop-Systeme, wo ich normalerweise regelmäßig spiele, aber das muss halt dann einfach mal für diese Zeit wegfallen, weil sonst werde ich eben nicht fertig. Ich committe mich quasi in dieser Zeit von diesen 2 Monaten darauf, diese neue dritte Armee fertigzustellen. Das ist einmal eben der erste Schritt, was du für dich eben dann klären musst. Was ist das Ergebnis, das du schlussendlich erreichen möchtest mit diesem Projekt und auch, was du dafür bereit bist, eventuell wegfallen zu lassen. Das bringt mich jetzt zum Schritt Nummer 2, zum Grund. Nachdem wir geklärt haben, was ist das Result, was ist im ersten Schritt eben das Ergebnis, das wir überhaupt erreichen wollen mit dem Projekt, ist jetzt natürlich auch die Frage der Grund, wieso will ich das machen? Ich habe vorhin schon gesagt, okay, ich möchte das vielleicht Projekt in 2 Monaten fertig haben als dritte Armee, aber dann ist jetzt wirklich die konkrete Frage, wieso möchte ich, was ist der wirkliche Grund dafür, dass ich dieses Projekt abschließen möchte? Das könnte eben in Bezug auf das Thema mit der dritten Armee sein. Ich möchte, das ist mein Grund, ich möchte diese Armee in 2 Monaten fertig haben als dritte Armee für Spielsystem XY
um einfach mehr Auswahl in meinen Spielen zu haben und nicht immer die ein, zwei selben Armeen zu spielen, die ich bereits kenne. Zusammen mit dem Unterpunkt, ich möchte einfach mehr Abwechslung in meinen eigenen Armeen haben, in meinen eigenen Spielen haben und eben nicht immer nur dieselbe Thematik ins Feld führen. Weil was ich ganz einfach gemerkt habe, wenn man diesen Grund nicht hat, dann hat man zwar vielleicht die Frage des Wies, wie ich am Anfang schon gesagt habe, was ich mich immer gestellt habe am Anfang, wie soll ich es machen? Und dann aber auch ein Ergebnis, das man eben im Kopf hatte, okay, ich will hier eine Armee aufbauen, aber mit der Zeit, das kann teilweise nach einer Woche sein, nach 2 Wochen, nach einem Monat, verliert man dann wieder das Interesse und man driftet ab, weil einfach dieser wirkliche Antrieb fehlt, dieser Grund, wieso ich dieses Projekt eigentlich ursprünglich starten wollte und gestartet habe, denn das muss man sich oder habe ich mir dann angefangen in diesen Projekten immer vor Augen zu halten und zu sagen, okay, Step Numero uno, das war das Ergebnis oder ist das Ergebnis, das ich erreichen möchte. Und das ist eben im Schritt 2 mein konkreter Grund gewesen, wieso ich dieses Projekt überhaupt starten möchte. Und mit dem im Hinterkopf habe ich das Ganze immer wieder mir vor Augen geholt, dass ich das immer wieder im Kopf habe, um so motiviert zu bleiben. Denn das ist eben ein ganz, ganz großer Schritt, dieser zweite Punkt des Grundes, wieso ich festgestellt habe, dass ich eben in der Vergangenheit auch immer wieder Motivation verloren habe dann mit der Zeit, vor allem eben bei größeren Projekten. Da kann es ja durchaus sein, dass es dir hier ganz genauso geht. Und daher hier eben der zweite Punkt ganz wichtig. Du brauchst einen Grund dafür, wieso du dieses Projekt überhaupt abschließen möchtest und wieso ist das Ganze wirklich ein Must-Have für dich und wieso du eben dieses Projekt wirklich, wirklich, wirklich willst. Und das bringt mich jetzt zum dritten Punkt und zwar, jetzt sind wir wieder beim Wie. Also du siehst jetzt, ich habe quasi das Wie, das ich mir am Anfang immer gestellt habe. Ja, wie soll ich das Projekt jetzt anfangen? Wie soll ich das Projekt machen? Wie soll ich die Basis gestalten? Das habe ich jetzt da nach hinten verschoben und stelle ich mir ganz als letzte Frage, als dritten Schritt quasi. Also wenn ich weiß, das ist das Ergebnis, das ich mit dem Projekt erzielen möchte, das ist mein wirklicher Grund, wieso ich das Projekt überhaupt starten möchte, dann kommt jetzt das Wie. Und wenn du mit diesen ersten beiden Schritten schon mal klar bist, was du weißt, dass du das geklärt hast, dann ist das Wie sehr einfach, weil du kommst dann auf einmal, und das wirst du dann auch feststellen, mit sehr, sehr viel mehr Ideen an das Projekt heran, wie du die Sache machen kannst, auch wenn du vielleicht noch gar nicht wusstest am Anfang, wie du es angehen sollst, aber du hast, und das habe ich festgestellt auch wieder für mich, ich habe dann sehr viel mehr Ideen, wie ich das Projekt dann umsetzen kann, mit den ersten beiden Punkten eben bereits geklärt. Und dadurch entsteht dann auch eine Liste, egal ob du die im Kopf hast, ob du diese dann aufschreibst oder irgendwo anders ablegst, wo du dann sagst, okay, das sind die Wie-Schritte, wie ich das Ganze erreichen möchte, die einzelnen Punkte, die einzelnen Aktionen, die ich setzen möchte. Und von dort heraus ergeben sich dann aber Reihenfolgen, dass du dann recht schnell herausfindest, was ist hier wichtiger, um dieses Ziel zu erreichen, dass wir eigentlich hier ein komplettes Tabletop-Projekt abschließen wollen. Denn du wirst dann auch feststellen, oder es wird sich sehr schnell zeigen, es gibt dann einfach Punkte, über die du dir Gedanken gemacht hast, früher, wie du zum Beispiel das Ganze machen könntest, projekttechnisch, oder eine Wie-Frage in Bezug auf die Bases, die dann eigentlich gewissermaßen obsolet geworden sind im weiteren Verlauf, weil du dann feststellst, dass du eigentlich mit bereits nur 20% dieser Wie-Fragen schon abklären kannst, 80% des Projekts. Und der Rest ergibt sich dann einfach zum Schluss von ganz alleine. Natürlich habe ich jetzt auch nicht vergessen auf das eigentliche Projekt, das ich umgesetzt habe. Das wirst du hier jetzt auch sehen. Und um das Ganze jetzt nochmal ein bisschen Revue passieren zu lassen, also wie gesagt, ich habe hier diese ursprüngliche Wie-Frage, die ich immer habe oder hatte in der Vergangenheit bei meinen Projekten, dann ans Ende meiner Planung und meiner Abarbeitung gesetzt und eigentlich gesagt, ich habe hier jetzt einen 3-Schritt-Plan. Das könnte man auch abkürzen mit EGM, Ergebnis, Grund und
die Map, wie ich das Ganze machen möchte. Und dabei war eben ganz am Anfang einmal notwendig zu klären, das Ergebnis, was möchte ich eigentlich haben? Ich möchte hier eine fertige Armee XY haben, auf einem gewissen Standard für zum Beispiel ein Turnierspiel. Was ist das Ergebnis, das ich erreichen möchte? Als Beispiel, denn man kann ja dann später das Projekt noch immer erweitern, wenn man das möchte. Dann das zweite war dann der wirkliche Grund, wieso will ich das Projekt machen, weil ich zum Beispiel auf dem Turnier eine komplett neue Armee ins Feld führen möchte, eine, die ich vielleicht bisher noch gar nicht gespielt habe. Und ich muss eben in 2 Monaten fertig sein, weil ich natürlich die Armee auch noch ausgiebig testen muss und mich einspielen muss in die Regeln. Und von dort heraus, eben im dritten Schritt, kommen dann die Wie-Fragen auf, wo sich dann teilweise sehr viel mehr Fragen ergeben, wie man gewisse Sachen umsetzen sollte und aber auch sehr viel mehr Antworten dazu kommen. Und genau dieses Vorgehen hat mir dann geholfen, diese Armee innerhalb von nur 12 Tagen fertigzustellen.